Viel Spaß beim Feiertagsmagazin mit Nobby. Matchball verwandeln. BVB will die Königsklasse klarmachen. Erster Aufschlag. So sieht das neue Heimtrikot für nächste Saison aus. Und auf dem Center Court Hans-Joachim Watzke zu Gast bei Nobby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Feiertagsmagazins. Es geht gegen Mainz 05. Das letzte Heimspiel steht auf dem Programm. Ein ganz, ganz wichtiges. Wir wollen natürlich die Champions League eintüten. Was wir dafür brauchen? Ein Sieg gegen Mainz 05. 3 Punkte fehlen noch. Dann ist die Königsklasse sicher. Schwarz-Gelb hat Matchball gegen Mainz. Das 2:0 in der Hinrunde, ein echter Befreiungsschlag. Seitdem geht es in der Liga wieder bergauf. Borussia hat alles wieder in der eigenen Hand. Jetzt kommen die Rheinhessen nach Dortmund. Ein gern gesehener Gast. Schon 2-mal hat der BVB gegen die 05er die Königsklasse klargemacht. Wiederholung erwünscht. Mainz schlagen, Matchball verwandeln. Ja, über die aktuelle Lage und vieles mehr möchte ich mich heute mit dem Chef, mit dem Boss unterhalten und freue mich natürlich, dass er zu mir ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen. Ja. Aki, schön, dass du hier bist. Ja, am Samstag kann der letzte Schritt Richtung Champions League klargemacht werden und nach den letzten 2 Partien sind wir zuversichtlich. Wie ist dein Eindruck? Ja gut, wir haben jetzt auch wieder angefangen, gut Fußball zu spielen. Das hat sich eigentlich schon die ganze Zeit angedeutet. Die letzten beiden Spiele waren speziell Leverkusen, aber auch in Bremen über weite Strecken sehr gut, haben viele Chancen rausgearbeitet. Normalerweise geht auch einer mehr rein, wie in Bremen. Und wir haben jetzt im Prinzip 2 Matchbälle, klar, wobei wir alle hoffen, dass wir den ersten verwandeln. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Und das sollte auch der erste Schritt jetzt sein. Champions League Qualifikation idealerweise klar machen und dann gucken, ob wir vielleicht nicht noch Vizemeister werden können. Ne? Wir stehen kurz vorm Erreichen unserer Ziele. Trotz alledem war die Saison ja eine Saison mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen. Was hat dir bisher gefallen und was hat dir nicht gefallen? Ja, kurz vor den Erreichen der Ziele ist richtig, wenn wir auf Bundesliga gehen. Ne? Das ist schon klar. International war es dieses Jahr schlecht, das muss man einfach sagen. Das war nicht gut. Und wir sind weder in der Champions League noch in der Euroleague wirklich überzeugend aufgetreten. Und das war ein Ärgernis. In der Bundesliga muss man ganz ehrlich sagen, wenn man vom Platz 8, wir waren am 7. Dezember oder wo wir den Trainerwechsel gemacht haben, glaube ich 8. Dass das so nach oben gegangen ist, das ist wirklich auch ein großes Verdienst vom Trainer. Der hat die Mannschaft dann wieder stabilisiert. Und das ist positiv, also da müssen wir nicht drum rumreden. Es war insgesamt eine schwere Saison, weil wir alle auch gemerkt haben, dass diese Saison nach diesem Attentat, wir waren vor einem Jahr noch unter den besten 8 in Europa und wir wären sicherlich gegen Monaco auch nicht chancenlos gewesen. Und da hat uns dieser Schwerverbrecher, der hat uns dann quasi vielleicht das Halbfinale in der Champions League genommen. Und was daraus alles resultiert, haben wir gesehen. Und jetzt wieder der Prozess. Und ich erlebe das ja bei den Spielern. Ne? Also das war die schwierigste Saison überhaupt. Und das ist mir auch in der Öffentlichkeit, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kurz gekommen, was wir haben mitgemacht und das, was daraus auch immer dann resultiert. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das heißt aber für dich als Chef von Borussia Dortmund natürlich nicht, dass keine Arbeit mehr da ist. Es gibt noch jede Menge zu tun. Das Wohl des Vereins für Hans-Joachim Watzke steht es an alleroberster Stelle. Kaum jemand ist mit Schwarz-Gelb so eng verbunden wie er. Als Anhänger schon immer, seit 2005 auch hauptverantwortlich. Seine Amtszeit intensiv, mit einigen Erfolgen, aber ebenso vielen Herausforderungen. Jüngstes Beispiel 2017. Ein Jahr der Extreme für den Boss von Borussia Dortmund.
Doch der gebürtige Sauerländer hat es gemeistert und wird auch in Zukunft vorangehen. Mit vollem Einsatz und natürlich immer zum Wohl des Vereins. Ja, Aki, wir haben es im Beitrag gehört. In deiner Position ist es natürlich immer extrem. Das ist nun mal so bei Borussia Dortmund. Aber ich glaube, dass das vergangene Jahr trotz alledem noch intensiver, noch extremer war als die Jahre zuvor. Wie sehr hat dich das beansprucht? Ja, schon extrem. Weil man merkt ja auch, erstmal dieses Attentat, dann die daraus resultierenden Begleiterscheinungen. Dann haben wir natürlich mittlerweile beim BVB auch, das ist ja einerseits schön, aber da muss sich auch jeder mal selbst ein bisschen hinterfragen. Wir haben etwas zu überbordendes Anspruchsdenken bekommen mittlerweile. Ne? Also du hast ja hier, wir waren die ganzen Wochen immer um Platz 3 rum in der Tabelle gruppiert, aber du hast ja das Gefühl gehabt, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, du bist im Abstiegskampf. Ne? Und da müssen wir auch wieder ein bisschen runterkommen von diesen Vorstellungen, dass wir immer ganz oben und so weiter. Aber Fakt ist, es war sehr, sehr anstrengend, dass wir manchmal den Leuten auch durch Art und Weise, wie wir manchmal gespielt haben, auch vielleicht dann wirklich weniger Freude gemacht haben. Das können wir schon auch einschätzen. Das ist Fakt, das ist völlig klar. Das wollen wir auch versuchen wieder zu ändern. Michael Zorc ist ja da dabei, da auch das eine oder andere dann vielleicht in die andere Richtung zu lenken. Aber in Gänze hat der Verein auch in diesem Jahr es eigentlich wieder gut gemacht, weil er doch relativ eng zusammengestanden hat. Und dafür, dass wir in diesem Jahrzehnt so viele Erfolge gehabt haben, da kann keiner was tun. Man darf das nur nicht mal als Normalität sehen. Also das war sehr anstrengend. War vielleicht das Anstrengendste, ja. Du hast trotz alledem bis 2022 verlängert. Was möchtest du in dieser Zeit, das sind ja noch gut 4 Jahre, erreichen? Was liegt dir am Herzen? Ja, also am Herzen liegt mir vor allen Dingen, dass wir es wieder hinbekommen, so in Fußball Deutschland, dass die negativen Schlagzeilen verschwinden, so Überkommerzialisierung und diese viele Dinge, was in den letzten 1-2 Jahren gelaufen ist, war nicht gut, so wie der Streik von Dembélé oder das auch immer, oder diese riesigen Transfersummen, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr lösen können, aber wir müssen unseren Fans und den Fußballfans einfach wieder das Gefühl geben, dass wir zusammenstehen. Deshalb tritt ja Borussia Dortmund für eine ganze Menge Dinge ein, wie zum Beispiel 50+1 oder dass wir immer weiter 28.000 Stehplätze haben. Wir müssen den Leuten zeigen, dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Das ist wichtig. Ja, und sportlich natürlich besser mal wieder in Europa, idealerweise in der Champions League. Ich meine, der Verein würde deshalb nicht zugrunde gehen, wenn wir das nicht schaffen würden. Aber es ist immer schön, in der Champions League zu spielen. Ja, da mal wieder einen Titel holen. Wobei, wir haben ja letztes Jahr erst einen geholt. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen untergegangen. Einen Titel holen ist immer toll. Und ja, und vielleicht auch wieder einen Fußball zu spielen, so wie die letzten Wochen auch, der den Leuten auch Spaß macht. Ihr habt wichtige strategische Entscheidungen getroffen mit Matthias Sammer und Sebastian Kehl. Was versprecht ihr euch davon? Ja, einfach mehr Diskussionsqualität noch. Es war ja bisher so, dass Michael ja mit unserem Scouting dann im Prinzip die Dinge entwickelt hat und dann hat es mir irgendwann vorgestellt. Aber was mir vorschwebt, ist, dass wir eine breitere Diskussionspalette bekommen. Und wir haben ja jetzt schon oft getagt zusammen zu viert oder dann auch meistens mit Markus Pilawa noch, unserem Chef-Scout. Und da hast du schon das Gefühl, es macht mir unfassbar viel Spaß, ich moderiere das ja mehr. Am Ende ist es klar, Michael trifft die Entscheidung, das wissen auch Matthias und auch Kehli. Aber darüber hinaus hat Sebastian ja eine ganze Menge Aufgaben, nah an der Mannschaft sein, Bindeglied sein, aber natürlich auch bei Transfers seine Meinung sagen. Aber wenn du dann siehst, wenn du da am Tisch sitzt und da ist Michael und da ist Matthias und Sebastian Kehl, da ist schon eine Menge Kompetenz versammelt. Und was ganz wichtig ist, Identität von Borussia Dortmund. Denn auch der Matthias hat zwar bei Bayern München, das ist aber auch sein Job gewesen, uns zu bekämpfen, hat er auch gut gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wir haben sie 5-2 im Finale geputzt und dann haben sie ihn geholt. Genau in dem Moment haben sie ihn geholt und ein Jahr später haben sie Triple gewonnen. Kann er auch nicht ganz unerfolgreich gewesen sein. Aber er war Spieler nie bei Bayern München. Trainer
nie bei Bayern München, sondern er hat alle seine Erfolge mit außerhalb der ersten Meisterschaft mit VfB Stuttgart, mit Borussia Dortmund geholt. Kinder sind hier geboren. Und ich merke ja jetzt, wenn er hier ist, er weiß noch genau, in welche Straße man reinfahren muss und so. Also wenn du hier 10 Jahre warst, hast du, und er hat, das habe ich gespürt, ich spreche ja schon lange mit ihm, dass er eigentlich wieder bereit war, auch sich für Borussia Dortmund, weil das ist eigentlich der Club, der ihn als Spieler geprägt hat. Ja, und Kelly ist eine Institution, hier ist Kapitän unserer letzten Meistermannschaftsepoche und ein super Typ. Und beide sind aber auch, und das zeichnet sie aus, beide sind auch so ein bisschen Querdenker. Ja, und auch, das muss man auch schon sagen, pflegeleicht sind die nicht. Aber genau das wollte ich auch in dieser Phase jetzt eine noch lebhaftere Diskussion. Ich meine, wir müssen ja fairerweise sagen, dass unsere Transferpolitik in diesem Jahrzehnt extremst erfolgreich war. Wir haben ja alle möglichen Weltklasse-Spieler entdeckt, zu uns geholt und was weiß ich. Aber es wird immer stärker, immer schwieriger und einfach auch, was Mentalität angeht, was Fokussierung angeht, zwei solche großen BVB-Spieler mit in die Diskussion einzubinden, das war mir wichtig und ich bin auch Michael sehr dankbar, dass er das auch mitgetragen hat. Und am Ende ist aber klar, wenn alle anderen anderer Meinung sind und Michael hat die Meinung, dann soll er es auch dann so machen, wenn er dann der Meinung ist. Der eine ist wieder zurück und der eine war nie richtig weg. Ja, so könnte man es auch bezeichnen. Wir kommen jetzt zur Rubrik Sag doch mal. Okay, da möchte dir gerne jemand eine Frage stellen und wir sind mal gespannt, wer das ist. Hallo Aki, ich habe das große Glück, dass ich dir eine Frage stellen darf und ich verpacke es mal in eine Frage, weil ich eigentlich 2 habe. Wie bist du zufrieden mit der Saison von Rot-Weiß Erlinghausen und eine kurze, knappe Analyse von euren 2 Niederlagen gegen RSV Meinerzhagen? Vielen Dank und viel Spaß. Ja, man muss natürlich sagen, dass also Nuri sich bei seinem Heimatverein bei RSV Meinerzhagen engagiert. Du natürlich bei Rot-Weiß Erlinghausen, das wissen wir ja alle. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Frage von Nuri. Ja, Nuri, auf die Antwort. Nuri stellt ja die Frage ganz bewusst, weil er ist ja da, die steigen ja dieses Jahr auf. Nein, aber ich habe das erste Spiel in Meinerzhagen nicht gesehen. Also ich muss sagen, Nuri ist ja sehr stark da auch in alle Prozesse involviert. Ich habe das ja gemerkt, wo wir dann in Erlinghausen gespielt haben. Da hat er schön auf der Trainerbank gesessen und hat denen dann gesagt, wie es läuft. Und das war ein sehr enges Spiel. Wir haben 2-1 verloren, obwohl Nuri mir selbst gesagt hat, dass wir eigentlich mindestens hätten unentschieden spielen können. Aber Nuri und sein Bruder, der ja da wohl den Laden schmeißt, die haben da eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Und die werden das Jahr klar aufsteigen. Und insofern ist natürlich klar, haben sie auch dann die 6 Punkte gegen Rot-Weiß verdient gewonnen für Rot-Weiß. Das ist ein Ort, nicht wie Meinerzhagen mit 50.000 Einwohnern, sondern mit 900 Einwohnern. Ja. Und da ist es schon jedes Jahr ein Wunder, wenn du die Landesliga hältst. Und das werden wir dieses Jahr hoffentlich auch schaffen. Und Meinerzhagen wird dann seinen Weg weitergehen. Ich bin auch sicher, dass der in der Westfalenliga noch nicht zu Ende ist. Und ich finde es aber großartig, dass einer wie Nuri, und daran erkennt man ja auch, was wir eben gesagt haben, dass diese Spieler, auch wenn sie dann sehr viel Geld verdienen, trotzdem aber auch Spaß am Fußball haben. Ja. Denn wenn du dir ein Spiel von Rot-Weiß Erlinghausen gegen Meinerzhagen anguckst, dann merkt doch jeder, dass es doch um Fußball geht und nicht um Geld und um irgendwas, sondern um Fußball. Und das finde ich total positiv. Ich finde sein Engagement da super. Ja, deins ja auch. Das finde ich ja toll, ja, dass klar, jemand, wenn du die Möglichkeit hast, deinen Heimatverein zu unterstützen. Ich finde das natürlich schon. Ja, bei mir ist das ja was anderes. Bei mir ist das einfach, das ist auch genetisch einfach. Mein Vater war 33 Jahre Präsident und dann ist das gleich auf mich übergegangen. Und ich bin das jetzt auch schon wieder 23 oder 24 Jahre. Mein Sohn spielt im Verein. Und von daher, das ist normal, aber ehrlich gesagt, ich mache ja gar nichts. Ich mache überhaupt nichts, außer dass ich einmal im Jahr die Jahreshauptversammlung leite. Meine Vorstandsmitglieder, die machen alles da super. Und natürlich, wenn dein eigener Sohn spielt, gehst du öfter hin. Ja, das ist klar, wenn ich Zeit habe, sonntags schaue ich es mir an. Aber sonst, ich weiß weder, wer wir für nächste Saison holen wollen, wer geht, noch sonst irgendwas. Ich habe da ehrlich gesagt. Da ist Nuri wahrscheinlich da ist Nuri deutlich näher im Thema, wobei Meinerzhagen ist auch deutlich näher an Dortmund als Erlinghausen. Ja, das stimmt. Ja, dein Engagement bei Rot-Weiß Erlinghausen beschäftigt uns jetzt auch bei unserem Fragenkonto. Es gibt 5 kurze Fragen, 5-mal deine Einschätzung. Wir sind gespannt. Der größte Anreiz am Amateurfußball? Ist einfach die Freude am Fußball und das Gemeinschaftserlebnis. Das ist einfach so. Deine größte Leidenschaft außer Fußball? Das ist aber schwer, weil mein ganzes Leben nur um Fußball dreht. Also eigentlich ist es nur Fußball.
Borussia Dortmund bedeutet für dich? Ja, das ist mein Leben. Das muss so nichts, das hört sich jetzt vielleicht pathetisch an, aber das ist jetzt seit 52 Jahren prägt das mein Leben wie kaum etwas anderes und es wird niemals ohne BVB sein. Die wichtigste Fähigkeit in deiner Position? Ja, ich glaube, dass man Druck abkönnen muss, das ist das Wichtigste, weil Druck hast du schon genug. Und gerade Das bei glaube ich bei wirklich. einem Das großen ist das Club, Allerschlimmste, Druck ne? musst du abkönnen, du musst analysieren, du solltest idealerweise vom Wirtschaft verstehen, solltest auch ein bisschen was vom Fußball verstehen. Und dann immer über jede Entscheidung mindestens eine Nacht schlafen. Das habe ich mir im Laufe der Jahre angewohnt. Jetzt kann ich zwar nicht mehr so gut schlafen nachts, aber ich denke zumindest dann drüber nach. Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen? Akis entscheidender Treffer. Also nicht über mich. Ich würde gerne die Schlagzeile lesen, der BVB ist wieder deutscher Meister, aber da muss ich nicht drinstehen in der Schlagzeile. Sehr schön. Wir gehen jetzt noch in den Zweikampf. Aki gegen Nobby. Es werden uns Du hast dir wie immer alles vorher angesehen, Das ist schon klar. glaubst du? Ja, Ja. bin ich von überzeugt. Nein, das würden die Jungs nicht machen. Da bin ich auch Würden die sich anderer nicht Meinung. trauen. Und so viel Angst vor dir, Aki. Aber auch vor allen anderen. Nein. Also, Zweikampf. Nobby gegen Aki. Drei, 2, 1. Oh, du hast schon oben. Okay, 1-1. Drei, 2, 1. War direkt 2-2. Hier sind zwei Fachleute. Drei, 2, 1. Ja, ich hatte die Szene sogar im Kopf. Ja? Ja, 3-3. Also, ja, Aki, das, was du siehst, ist wahr. Ich führe mit 59 zu 50. Da du ja glaubst, ich wüsste sowieso jede Szene. Nein, aber Überrascht dich das? ja, gut, da überrascht das überhaupt nicht. Erstmal hast du einen klaren Heimvorteil, dann ab und zu, wenn es ein bisschen knapper wird, lädst du irgendeinen Blinden ein, der dann natürlich 3-0 verliert. Und insofern, ja, ich habe da volles Vertrauen, dass du das ordentlich machst. So, wir machen noch ein Selfie, Aki, von uns beiden und wir versteigern das dann zugunsten unserer Stiftung. Das sind die modernen Selfies. Irgendwie müssen wir so unsere Köpfe draufkriegen. So. So, die Entwicklung dauert ein ganz klein wenig und bis dahin gibt uns die Möglichkeit, uns einmal einen Blick auf das neue Trikot zu werfen.
Ja, das neue Trikot. Ich habe es auch schon hier. Ein wirklich sehr, sehr schönes Trikot. Aki, wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Vor allen Dingen, im Fernsehen kommt es gar nicht so rüber mit den Applikationen, mit den Schwarzen. Die haben ja so einen leichten, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, den Effekt. Aber es ist ja so ein bisschen, sieht ja fast aus wie Glitzereffekt. Also ich finde es cool. Und ansonsten habe ich es immer gerne, wenn möglichst viel Gelb so in diesem Bereich ist. Das hat irgendwie irgendwas was. So, unser Bild. Ich würde, oh Gott. Aber du guckst aber wirklich ein bisschen bescheuert, aber egal. Nicht. Also guckst ungefähr so, als wenn du gestern Abend einen langen Abend gehabt hättest. Nee. Ja, du guckst ja nur so, aber guck dir das mal an. Wirklich. Also mein Gott. Ich finde es auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Muss ich wirklich sagen. Da bin ich aber schon wesentlich besser getroffen. Mein Gott, können wir das nicht nochmal machen? Katastrophe. Das ist wirklich jetzt ein Original, weil du guckst ja normalerweise wirklich nie. Ja, vielen Dank, Aki. Ja, wir gerne. drücken natürlich die Daumen, dass wir morgen einen Dreier holen. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Es gab keinen Sieger, keinen Verlierer. Können wir auch gut, mitleben. so wie immer. Und ihr zu Hause drückt die Daumen natürlich unseren Jungs, Das wär dass sehr wir gut. die Champions League klar machen. Wunderbar. Bis dahin, tschüss, macht's gut.